Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und herzlich willkommen zu einem neuen Minimalismus-Mittwoch-Video. Und wir machen heute weiter mit der Inventurreihe und zwar mit einem Bell-Konzert anscheinend draußen vor der Tür. Und zwar zähle ich heute zusammen mit euch meine Kleidung. Das heißt, ich erfasse, wie viele Kleidungsstücke ich insgesamt habe. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann hatte ich das letzte Mal ungefähr 300 Kleidungsstücke inklusive Unterwäsche und alles. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt inzwischen wirklich weniger habe als 300. Aber bisher hatte ich immer weniger, als ich dachte. Also wir werden sehen. Ich zeige euch alle Sachen. Ich werde auch die Sommersachen mitzählen und so. Beim letzten Klamottenvideo habe ich euch meinen Capsule Wardrobe aus dem Winter gezeigt. Inzwischen bewegen wir uns hier so ein kleines bisschen auf Frühjahr zu. Das heißt, ab und zu kann ich in einem T-Shirt, naja, das Haus verlassen kann ich nicht, aber ohne dicken Wollpulli. Okay, aber darum geht es heute nicht. Wir fangen an zu zählen. Ich zeige euch erstmal insgesamt meinen Kleiderschrank, gebe euch so einen kleinen Überblick und dann schauen wir uns die einzelnen Kategorien an. Hi, ich bin Agnes und Anfang 2022 mit meinem Hund und meinem Mann nach Chile ausgewandert. Wir sind Minimalisten und auf meinem Kanal geht es darum, viele Abenteuer zu erleben, das Leben jeden Tag ein Stückchen besser zu machen und dabei keinen unnötigen Ballast mitzunehmen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und los geht das Abenteuer. Das hier ist meine Seite des Kleiderschranks. Nicht besonders voll, aber ein bisschen was hat sich schon angesammelt. Wir haben hier oben meine Sommerhosen, meine Sommertops. Da ist nur ein Weihnachtspulli drin. Hier haben wir meine Sportsachen. Hier haben wir meine T-Shirts und Drunterzieh-Tops. Dann haben wir hier meine Pullover und hier meine Hosen und hier meine Jogginghosen. Und dann haben wir hier einmal meine Socken und 2 Gürtel. Das hier ist übrigens alles an Schmuck, was ich noch besitze. Ist alles hier drin. Und in der nächsten Schublade haben wir dann den Rest an Unterwäsche und Bikinis, Periodenunterwäsche. Ich habe 2 Halstücher. Wo ist das zweite? Hier. Und das hier ist ein Fusselrasierer, den ich wieder gekauft habe in Chile, weil er mir gefehlt hat. Und dann haben wir hier noch ein paar Sachen aufgehängt. Das ist der Wintermantel von meinem Mann. Der hängt hier nur, weil er hat hier nochmal so eine Stange. Und dann liegt er auf. Dann haben wir halt meinen Poncho, meine Regenjacke, meinen Wintermantel und dann so ein paar leichtere Jacken. Die Kordjacke kennt ihr, Blazer, Jeansjacke, Blazer. Und dann haben wir hier ein Kleid, ein Overall mit Hundehaaren, warum auch immer. Und dann ist hier ein Trenner, also ein leerer Kleiderbügel und hier hinten, das ist alles Sommer. Also Sommeroberteile und hier hinten Sommerkleider. Und das war's. Das schauen wir uns jetzt natürlich nochmal alles im Detail an. Das war jetzt noch nicht alles. Ich werde jetzt aber zuerst mal mit meinem kleinen schlauen Buch, was ich hier habe, da reingehen und zählen, was ich an Unterwäsche habe. Die werde ich euch nämlich nicht detailliert zeigen. Das bleibt mir allein vorbehalten und die anderen Sachen schauen wir dann gleich nochmal ausführlich an. Kleine Side-Story zum Thema Socken. Bis vorgestern, also bis vor 3 Tagen, hatte ich 8 Paar kurze Socken, also die quasi am Fußgelenk aufhören, und 6 Paar lange Socken. Und jetzt im chilenischen Winter ist mir das aber eigentlich zu kalt, die kurzen Socken, und 6 Paar Socken reicht halt nicht mehr für eine Woche und ich wasche ungefähr einmal die Woche, also ungefähr einen Tag pro Woche hatte ich keine langen Socken mehr. Und ich habe solche Socken gesucht, die einfach nur schwarz sind, etwas dicker und lang. Und glaubt es oder nicht, aber ich habe nirgendwo einfache schwarze Socken für einen normalen Preis bekommen. Die einzigen Geschäfte, die solche langen Socken hatten, waren Sportgeschäfte und dann halt so Adidas-Socken zum Beispiel, so Tennissocken. Und sowas wollte ich eigentlich nicht, weil mir die dann doch zu dick sind. Letztendlich habe ich die dann bei H&M in der Männerabteilung gefunden, ein 10er-Pack. Ließ sich leider jetzt nicht vermeiden, weil ich, wie gesagt, in keinem anderen Laden das gefunden habe. Und habe ein 10er-Pack gekauft. Das heißt, ich habe jetzt nochmal 10 warme Socken mehr, also insgesamt 16 und komme damit jetzt quasi 2 Wochen hin. Was super ist und weil ich jetzt nicht mehr jede Woche bzw. alle 6 Tage 60 Grad waschen muss. Also 10 Socken mehr, aber Gott sei Dank auch ein Problem weniger.
Ansonsten habe ich 7-mal Periodenunterwäsche, 3 BHs, wovon eigentlich habe ich nur 2 BHs, aber dann habe ich noch diese Klebedinger und das zähle ich quasi als ein BH. Dann habe ich 3 Bikinis, da habe ich einen neu gekauft diesen Monat, weil ich das Gefühl habe, dass der Bikini, den ich hatte, der schwarze, nicht so gut an meiner Figur aussieht. Deswegen habe ich einen anderen gekauft und bin sehr zufrieden. Normalerweise würde ich den anderen jetzt in eBay Kleinanzeigen oder Vinted verkaufen, aber sowas gibt es ja nicht. Bin mir noch nicht sicher, was ich jetzt damit mache. Muss ich mir mal noch überlegen. Muss ich ein bisschen umhören. Dann habe ich 3 Tücher, 3 Halstücher, 2 Strumpfhosen und 2 Gürtel. Und das ist alles in den Unterwäscheschubladen. Was Hosen angeht, bin ich ja halbwegs gut ausgestattet. Ich habe 2 lockere Hosen. Das ist einmal die hier, die ich anhabe. Das ist so eine braune Stoffanzughose. Und diese lockere Jeans, die ich bei Zara gekauft habe. Dann zeige ich euch mal noch den Rest. Ich habe eine Leggings in Jeans-Optik oder eine Jeggings, wenn man so möchte. Die ist von Calzedonia und einfach nur simpel und schwarz. Die ziehe ich gerne zum Gassi-Gehen an. Dann habe ich meine schwarze Armed Angels Jeans. Das ist eine richtige Jeans. Und meine Mom Jeans von Armed Angels auch. Die ist allerdings gerade in der Wäsche, deswegen ist die hier nicht dabei. Und mein aktuellster Kauf hier in Chile war diese lockere Baggy Jeans in Beige von Zara. Das heißt, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Hosen für den Winter, kann man das so sagen? Also 5 lange Hosen für den Alltag. Jogginghosen habe ich einmal diese hier, das ist eine ganz lockere Palazzo-Hose, Palazzo-Jogginghose, relativ schwer. Dann habe ich eine einzige kurze Jogginghose, da werde ich mir auf jeden Fall noch eine zweite kaufen, wenn jetzt Sommer wird. Dann habe ich noch eine lockere beige und eine enge schwarze von C&A, die habe ich sogar zweimal. Die zweite Version ist in der Wäsche. Und dann könnt ihr euch vielleicht erinnern an die Woll-Schlaghose von Calzedonia auch. Die ist gerade oben auf dem Balkon und trocknet, deswegen ist sie nicht hier. Also eine kurze Jogginghose und 1, 2, 3, 4, 5 lange Jogginghosen. Das ist ziemlich viel, 5 lange Jogginghosen, aber ich werde halt so schnell dreckig mit dem Hund. Also oft reicht mir eine Jogginghose, wenn ich Pech habe, halt nur für einen Tag. Was Sporthosen angeht, habe ich eine Leggings, 2 Leggings, 3 Leggings. Die habe ich alle 3 mitgebracht und da brauche ich eigentlich auch nicht mehr, weil Sportsachen, also ich wasche eigentlich jede Wäsche einmal die Woche, also einmal die Woche schwarz, einmal die Woche bunt, einmal die Woche weiß und einmal die Woche 60 Grad. Und die sind eigentlich bei der Schwarzwäsche immer dabei. Was mir allerdings gefehlt hat, ist eine kurze Sporthose. Zum Wandern zum Beispiel, wenn es ein bisschen wärmer ist. Deswegen habe ich mir, das kam jetzt auch zusammen mit der Sockenbestellung, diese hier mitbestellt. Das ist eine Radler-Shorts, die geht schon relativ weit runter, also fast bis zum Knie. Ich wollte halt keine, die direkt unterhalb vom Po aufhört, weil ich habe das Gefühl, die rutscht dann immer nach oben und dann sieht man immer den Po und das ist mir dann unangenehm. Vor allen Dingen also beim Sport und beim Wandern auch. Und ja, mit der hier fühle ich mich ein bisschen sicherer. Die hatte ich jetzt aber draußen noch nicht an, weil ja gerade Winter ist. Aber ich weiß, dass ich die oft benutzen werde, nämlich immer, wenn wir irgendwo wandern oder Trekking machen im Sommer, außer den Bergen. Das heißt, ich habe 3 lange und eine kurze. Ich bin noch ein bisschen erkältet, also verzeiht mir mein Gesicht. Ich muss zwischendrin immer wieder total niesen und mich schneuzen. Bin mir nicht sicher, ob es vielleicht nicht doch eine Allergie ist. Wir werden es noch rausfinden. Jedenfalls, ich habe gerade erwähnt, dass ich einmal die Woche wasche. Und dazu wäre noch interessant zu wissen, dass ich 3-mal in der Woche das Fitnessstudio hier im Haus benutzen kann. Also es reguliert auf maximal 3-mal. Und das haben wir bis jetzt, also seit wir hier wohnen, schon immer relativ gut ausgenutzt. Und ich hatte aber nur 2 Sport-T-Shirts. Das heißt, 3-mal die Woche Sport mit 2 T-Shirts ist meistens ein T-Shirt zu wenig. Vor allem, weil ich in letzter Zeit immer jogge. Das heißt, ich habe noch ein 3. T-Shirt gekauft, damit ich genau für jeden Tag eins habe. Was ich bereits aus Deutschland mitgebracht hatte, war einfach so ein Top und dann noch ein T-Shirt mit Ärmeln. Das hier habe ich mir geschenkt bekommen. Und jetzt habe ich mir auch bei dieser Sockenbestellung mitbestellt, einfach nur ein ganz normales schwarzes Sporttop. Das heißt, ich kann jetzt auch jedes Mal, wenn ich ins Gym gehe, ein frisches T-Shirt anziehen, was super ist.
Und warum habe ich meine normalen T-Shirts nicht angezogen? Weil auch da habe ich nicht genug für die ganze Woche, was wir gleich feststellen werden. Ansonsten habe ich hier noch eine kurze Radler-Shorts. Die habe ich gerade nicht erwähnt, weil ich vergessen hatte, dass ich die überhaupt dabei habe. Die würde ich nie unten zum Sport anziehen und auch nicht zum Wandern, weil bei der habe ich genau das Problem, dass mein Bobbes hinten raushängt. Das heißt, wenn ich hier oben in der Wohnung, im Wohnzimmer oder so Yoga mache, auf meiner Yogamatte oder irgendwie sowas, oder ich liege oben auf der Terrasse in der Sonne, dann ist die super nice, aber ich würde sie halt nie anziehen irgendwo hin, wo ich mit anderen bin. Und ich weiß nicht, warum ich die nach Deutschland mitgebracht habe, vielleicht hätte ich sie auch dort lassen sollen. Aber ich hatte halt dann gar keine Alternative und ich dachte mir so, nee, also ganz ohne Klamotten, du willst ja auch nicht alles kaufen und ab und zu ziehe ich sie ja schon in der Wohnung. Naja, ich würde sie jetzt, wo ich die andere habe, wahrscheinlich in Vinted reinstellen, aber das gibt es ja wie gesagt hier nicht. Und was ich dann noch habe, ist das Oberteil von Gymshark, passend zu der Hose, passend zu der Leggings. Das ziehe ich nicht so häufig an. Und das hat lange Ärmel, das heißt, das könnte man anziehen, wenn es ein bisschen frischer ist, aber es ist bauchfrei. Und auch zusammen mit der Leggings hat man dann quasi hier immer so einen Schlitz und es ist dann schon trotzdem kalt. Also wenn es so kalt ist, dass man lange Ärmel will, dann will man eigentlich keinen Bauch frei, wenn ihr wisst, was ich meine. Also ich habe es behalten und mitgenommen, weil ich finde, dass es cool aussieht. Toller Grund. Ja, ist auch nicht mein meistgetragenes Kleidungsstück und ich bin noch nicht sicher, ob ich es behalte und wie lange, aber das existiert auch noch. Das ist so, die beiden Sachen sind so meine Schrankgleichen, also dieses Oberteil und diese Radler-Shorts. Und dann habe ich besessen einen einzigen Sport-BH, den habe ich mal von meiner Freundin geerbt, den habe ich nicht mal gekauft oder so. Und der war mir für 3-mal Joggen die Woche dann auch irgendwann zu boah. Also man kann den Sport-BH schon 2-mal anziehen, aber wenn man dann schon 2-mal volle Kanne reingeschwitzt hat, den dann das 3. Mal anzuziehen. Ja, deswegen habe ich auch noch einen zweiten Sport-BH gekauft in der gleichen Bestellung. Also auch von H&M, zusammen mit dem Top, der kurzen Sporthose und den Socken. Und ich glaube, das war alles, was bei der Bestellung dabei war. Ja, also ein komplettes Sportoutfit quasi, kurze Hose, Top, BH und Socken. Und das sind alle meine Sportsachen. Hoodies haben wir 4 Stück, aber die brauche ich jetzt auch nicht alle ausbreiten. Meine Hoodies, glaube ich, kennt ihr schon zur Genüge. Was vielleicht eher interessant ist, sind meine Alltagspullover. Die sind in dieser Kiste. Da haben wir 2 Stück von Armed Angels. Das ist dieser rosane und hier oben der schwarz-braune. Und dann als dritten sehr dicken Pullover diesen Rollkragenpulli hier. Und dann habe ich mir hier in Chile noch diesen Pulli hier gekauft, weil 3 waren irgendwie ein bisschen arg wenig. Vor allen Dingen, weil man Wollpullis ja eigentlich auch nicht nonstop waschen will. Und den hier habe ich noch aus Deutschland mitgebracht, das ist aber mehr so ein Langarm-Top und ist auch bauchfrei. Also der Stoff ist ein bisschen dicker, was ganz gut ist, aber halt bauchfrei, deswegen für so einen richtigen Winter nicht wirklich geeignet. Außer man ist halt irgendwie auf einem schickeren Anlass, irgendwo zu Hause, bei einem fancy Dinner oder so. Dann sehe ich es noch an. Also 5 Pullover. Und dann habe ich aber noch Langarm-Shirts, wie zum Beispiel das hier habe ich von Armed Angels. Das sieht halt jetzt super verknittert aus, weil das bewahre ich halt immer quasi so auf. Aber wenn ich es dann anhabe, dann spannt sich halt, dann sieht man die Falten quasi nicht. Und dann habe ich so ein ähnliches auch noch in schwarz. Das ist auch mit Rollkragen, also ganz, ganz dünnes Ding eigentlich. Aber halt lange Arme und Rollkragen. Und dann habe ich noch dieses Top hier, Langarm-Top auch bauchfrei. Und das hier, wo ich ständig gefragt werde, wo das her ist, weil das rückenfrei ist, das ist von ursprünglich Naked. Und dann weiß ich, dass noch ein schwarzes Langarm-Shirt in der Wäsche ist und ein weißes. Das heißt, ich habe 1, 2, 3, 4 plus die 2 in der Wäsche sind 6. So, dann habe ich aber noch normale T-Shirts wie das, was ich gerade anhabe. Und dieser Stapel ist hier, da habe ich, wie gesagt, das grüne, dann hier so ein weißes mit einem Print, dann ein, ja, cremefarbenes ohne Print, dann ein schwarzes mit dem lilanen Druck drauf, dann das schwarze mit dem Harley Davidson Print, das gerade in der Wäsche ist, und hier 2 Turtleneck, also mit so einem Stehkragen mit so einem hohen in schwarz und in weiß. Das heißt, das sind in Summe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Für 7 Tage in der Woche. Und ich habe diese T-Shirts auch immer unter meinen Pullovern drunter. Und manchmal, wenn meine T-Shirts alle in der Wäsche sind oder was auch immer, dann habe ich noch solche Tanktops und davon habe ich 3 Stück. Ein schwarzes, ein weißes, das gerade in der Wäsche ist, und ein beiges. Oh, niesen.
Oh, ich bin mir echt nicht sicher, ob das nicht eine Allergie ist. Oh, was ist los mit mir? Oh. Wir haben die Sommerhosen übersprungen. Die sind hier. Ich habe für den Sommer 4 lange Hosen. Das eine ist diese Ripped Jeans, die schon quasi nicht mehr existent ist seit vielen Jahren. Die Lieblingshose meiner Schwiegereltern. Dann habe ich noch 2 Leinenhosen. Die habe ich mal bei Mango gekauft. Die liebe ich. Die sind einfach ganz gerade geschnitten und so ein bisschen, ja, 7 Achtel würde ich sagen. Einmal in Grau und dann die gleiche nochmal in so einem Beige. Dann habe ich meine selbstgenähte schwarze Leinenhose. Und 2 kurze Hosen, einmal eine normale Jeans, wobei ich mal gucken muss, ob ich in die noch reinpasse. Da bin ich mir nämlich nicht so sicher. Und dann meine Shorts von Armed Angels, die ich sehr liebe, weil die nicht so arg kurz ist und weil die Pobacken da definitiv nicht rausfallen. Also 6 Hosen für den Sommer. Sommertops, die sind extra verstaut und die trage ich nicht drunter jetzt im Winter, weil die alle bauchfrei sind. Und darunter haben wir das perfekte Top. Ihr kennt es alle, mein Lieblingstop von Pimkie, das ich sehr viele Male habe. Ich muss noch mal erzählen, wie oft ich es tatsächlich habe. Ich habe es tatsächlich 11 Mal. Ich bilde mir eigentlich jetzt, also ich habe es 11 Mal in schwarz, einmal in weiß, das ist das gleiche. Aber ich bilde mir eigentlich ein, ich hätte 12 gehabt. Also ich weiß nicht, ob ich eins verloren habe. Möglicherweise, kann man ja nie ausschließen. Aber Stand heute 11 schwarze, ein weißes vom perfekten Top. Und noch 2 andere. Hier liegen meine Taschentücher, Igitt. Dann haben wir hier einmal noch ein normales, also ein T-Shirt, was aber cropped ist. Das sah so schön aus. Und das hier habe ich auch aus Deutschland mitgebracht. Das ist so ein Strickoberteil. Genau, also haben wir 14 Sommeroberteile. So, außerdem habe ich 2 Blusen. Diese hier, die habe ich mal in Dresden gekauft. Die liebe ich eigentlich total. Aber die knittert halt, die müsste man eigentlich bügeln. Und ich habe kein Bügeleisen und deswegen trage ich es nicht so oft, wie ich gern würde. Mal gucken, ob ich das Problem in Zukunft irgendwann löse oder ob ich einfach damit lebe. Und die hier, das ist leider super schlechte Qualität von Zara. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich die im Laden gekauft habe oder Secondhand. Schon ewig. Die ist quasi nicht existent, die ist absolut durchlässig. Die habe ich eigentlich nur behalten als ja, Drüberziehleibchen über dem Bikini, so damit man keinen Sonnenbrand bekommt, aber trotzdem quasi nichts anhat, wenn ihr wisst, wie ich meine. Oder zum Beispiel über das perfekte Top drüber, falls meine Schultern irgendwie zum Beispiel einen Sonnenbrand haben oder so. Ja, aber so richtig können tut diese Bluse hier nichts. So, dann habe ich einen Poncho, den habe ich ja hier in Chile gekauft. Den kennt ihr schon. Dann hängen hier 2 Jacken. Das ist einmal mein Regenmantel von dieser Marke hier. Den habe ich in Norwegen, nee Quatsch, nicht in Norwegen, in Schweden habe ich den gekauft. Dann mein Mongolei-Mantel, den ich in der Mongolei gekauft habe. Ich liebe es, Klamotten in anderen Ländern zu kaufen, ich weiß auch nicht. Dann leichtere Jacken, meine Jeansjacke und meine Kordjacke. Das heißt, wir haben hier einmal einen Poncho und 4 Jacken, wobei meine Lederjacke noch fehlt und meine andere, aber das zeige ich euch gleich noch. Dann haben wir 2 Blazer, einmal diesen hellblau-weiß karierten und meinen grauen. Und ich bereue ein bisschen, dass ich meinen schwarzen nicht mitgebracht habe aus Deutschland. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, weil den schwarzen hätte ich definitiv öfter angezogen als diese beiden. Vor allen Dingen der weiße ist so ein bisschen meine Schrankleiche, einfach weil ich, der passt nicht so gut zu meinen Hosen. Das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem. Mal schauen, wie es jetzt im kommenden Sommer wird. Und dann geht's weiter mit 2 sozusagen Ganzkörper-Wintergeschichten. Einmal dieses Kleid hier, das Bauernkleid, das ich immer noch nicht anhatte. Und mein Overall, den ich auch in Chile noch nicht anhatte. Also das ist quasi ein Boilersuit Overall. Hier haben wir jetzt alle Kleider, die ich besitze. Die kann ich euch jetzt nochmal im Detail zeigen. Aber das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Auch hier sind leider so ein kleines bisschen Schrankgleichen dabei. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mir irgendwie gedacht, dass ich das in Chile öfter anziehe. Gut, jetzt war Winter, mal schauen. Wir haben einmal dieses Kleid hier, das ich von meiner Freundin geerbt habe. Dann haben wir dieses Cutout-Kleid, das hat mir mein Mann mal mitgebracht aus Mailand, glaube ich. Also das hat an der Seite so ein paar Cutouts und es hat so einen Skaterrock
Eins meiner meistgetragenen Kleider, sieht nach nichts aus, aber liebe ich total. Liegt genau richtig an meinem Körper. Das ist von Mango ursprünglich, aber auch schon viele Jahre alt. Dann eigentlich ein Winterkleid, hatte ich diesen Winter aber kein einziges Mal an, glaube ich. Vielleicht einmal. Das ist irgend so einem Billigladen ist das. Habe ich aber die letzten Winter in Deutschland geliebt und nonstop getragen. Ich weiß nicht, irgendwie hat sich der Winter hier anders angefühlt. Dann ein schwarzes Maxi-Kleid. Das ist einfach nur ein gerader Schlauch von oben bis unten und oben auch quasi hochgeschlossen. Das ist quasi oben wie mein perfektes Oberteil, aber dann gerade runter. Geht aber eher nur an schlanken Tagen, weil es sehr eng ist. Dann mein Eventkleid, also wenn ich irgendwo eingeladen bin auf eine Hochzeit oder so und kein Schwarz tragen kann, denn wie ihr seht, sind alle meine Sachen schwarz. Aber manche Personen sind da ja sehr strikt mit den Hochzeiten. Dann habe ich hier ein Jeanskleid, das braucht auch unbedingt eine Bügelung. Mal gucken, vielleicht kaufen wir uns doch noch ein Bügeleisen mit den Hemden von meinem Mann und so in der Arbeit. Mal schauen. Und hier haben wir mein Lieblingskleid, das ist von Vero Moda und das habe ich zweimal. Das kennt ihr auch und habt ihr mich auch schon oft gefragt. Das hat hier diesen Knoten in der Taille und ist dann einfach ein gerades, lockeres Maxi-Kleid. Also wenn ihr in Instagram ein bisschen runterscrollt zum letzten Sommer, dann seht ihr, dass ich das ungefähr nonstop anhatte. Und das Kleid habe ich zweimal, weil ich es so liebe. Dann haben wir hier noch mein Nachtkästchen und oben drin ist nur mein Morgenmantel und sonst nichts. Und unten drin sind meine Schlafanzüge, was im Endeffekt einfach T-Shirts sind. Und da habe ich 3 Stück und einen Einteiler, den kennt ihr auch. Den habe ich im Sommer auch immer gerne einfach zu Hause an als Homeware-Anzug. Also den habt ihr auch schon öfter gesehen, aber für den war es jetzt leider die letzten Monate zu kalt. Genau, das heißt, ich habe 3 Pyjamas und diesen Overall. So, die Garderobe fehlt noch. Da haben wir einmal meine Lederjacke. Die hängt hier, weil ich die sauber machen muss. Die ist total dreckig. Die hatte ich nämlich vorhin im Park an. Und mein Hund ist da ein paar Mal drüber gerannt, als sie auf dem Boden lag. Und jetzt ist sie voller Erde. Dann haben wir hier einmal meine Übergangs-Sport-Wanderjacke, die ich mir hier in Chile gekauft habe. Das ist diese hier von Columbia. Und dann einmal noch meinen Wintermantel von der Marke von meiner Freundin von La Pava. Und das ist dieser Decken-Teddybär-Mantel. Und den liebe ich auch, den habe ich jeden Tag angehabt. Heute ist ja wie gesagt ein bisschen wärmer, ungewöhnlich warm. Es ist immer noch Winter. Frühlingsanfang ist, glaube ich, in ziemlich genau 30 Tagen. Also offizieller meteorologischer Frühlingsanfang. Dennoch haben wir heute 20 Grad, was echt ungewöhnlich ist. Also Klimawandel, ahoi. Ja, aber vorher hatte ich halt immer diese Jacke an und am Anfang die, in der habe ich aber immer gefroren. Die ist wirklich nicht sehr dick. Die ist, wie gesagt, eigentlich zum Wandern gedacht. Also die 3 Jacken noch. Dann sind da oben noch drin Handschuhe, 2 Mützen, eine Cappy und ein Stirnband. Also nochmal 5 Sachen. An Schuhen habe ich diese 3 hier. Das sind einmal meine Stiefel von Buffalo. Die habe ich ja noch in Deutschland gekauft. Dann habe ich einmal schicke Loafer. Die habe ich hier gekauft und bin gerade am Einlaufen. Aber die waren jetzt die ganze Zeit noch zu kalt. Heute würden die allerdings gehen. Dann meine Sport-Alltagsschuhe. Also eigentlich sind das meine Sportschuhe. Aber weil ich gerade keine anderen Alltagsschuhe habe ich die nonstop an, will ich aber ändern. Also ich will mir auf jeden Fall noch schicke Halbschuhe kaufen, die wärmer sind als die. Dann habe ich 2 Paar Wanderschuhe, einmal Wandersandalen von Birkenstock und dann noch richtige Wanderschuhe, also Wanderstiefel. Und das hier sind die Loafer, die ich jetzt den letzten Sommer und so anhatte. Die sind schon nicht mehr so im besten Zustand, aber die werde ich auf jeden Fall noch tragen, bis sie völlig auseinanderfallen. Und zu guter Letzt haben wir noch einmal Hausschuhe, die habe ich hier in Chile gekauft. Und meine Birkenstocks, die gerade meine Terrassenschuhe sind, aber die ich im Sommer natürlich auch draußen anziehe. Okay, also wir haben 2 Paar Stiefel, ein Paar Sportschuhe, 2 Paar Loafer, 2 Paar Sandalen und ein Paar Hausschuhe. Sind in Summe 8 Schuhe. So, das war alles. Ich gehe jetzt nur noch mal rüber in den Waschmaschinenraum und schau mal, was alles in der Wäsche ist und was ich da quasi nicht in den Händen hatte, beziehungsweise nicht im Kopf hatte. Und dann setze ich mich an den Schreibtisch, zähle alles zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ihr könnt ja schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr schätzt, wie viel das ist und ob ich jetzt mehr oder weniger als 300 Sachen habe. Wobei ich letztes Mal bei den 300 Sachen keine Schuhe dabei hatte.
So Leute, ich habe zusammengezählt. Und ihr seht da meinem Happy Face. Ich habe mich mal wieder selbst positiv überrascht. Ich habe hier vor mir die alte Tabelle und tatsächlich hatte ich im Dezember 2021, also vor 8 Monaten oder ja, knapp 9 Monaten, 300 Sachen und darunter fallen all die Sachen, die ich jetzt gezählt habe, außer Schuhe. Also Pullover, Tops, Jogginghose, Unterwäsche, Outdoor, Schlafsachen, Hosen, Sportsachen, Kleider, Röcke, Blusen, T-Shirts, Bikini, Morgenmantel, all das. Und es waren genau 300. Und jetzt sind wir angekommen bei der magischen Zahl von, die Zahl ist eigentlich nicht magisch, sie ist nicht mehr rund, ich mag eigentlich lieber runde Sachen, 162. Was ein bisschen mehr ist als die Hälfte. Also ich würde sagen minus 45% ungefähr. Schuhe hatte ich zum Zeitpunkt Dezember 2021 noch 12 Paar und da habe ich jetzt 8 Paar. Da wird aber auf jeden Fall wieder mindestens ein Paar dazukommen, nämlich wie ich gerade schon gesagt habe, ein Paar Halbschuhe. Und vielleicht werde ich mir zu irgendeinem Zeitpunkt auch nochmal Absatzschuhe kaufen, weil es mir schon ein bisschen fehlt beim Ausgehen, Schuhe mit Absatz zu tragen. Ich weiß nicht. Also wenn dann welche mit nur einem kleinen Absatz und super bequeme Sandalen zum Beispiel, aber nicht mehr diese krassen High Heels, Pfennigabsätze und was ich alles hatte, weil ja, man läuft doch hier in Chile schon sehr viel und es müssen auf jeden Fall, wenn dann Schuhe sein, mit denen ich viel laufen kann. Aber das ist Zukunftsmusik. Inzwischen 8 Paar und abgesehen von gut aussehenden Halbschuhen ist das alles. Ich hoffe, das Video war spannend für euch. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag und bis bald. Adios!